Ein 29 Jahre altes Polizeifoto könnte dem heutigen Vizepräsidentschaftskandidaten der US-Demokraten Tim Walz Probleme machen. Damals war der junge Lehrer gerade wegen zu schnellen Fahrens und Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Mit gut 0,1 Promille Alkohol lag er damals über dem amerikanischen Grenzwert. Walz hatte den Vorfall allerdings schon 2018 eingeräumt. Er sagt, das habe ihn zu einem besseren Menschen gemacht. Seitdem trinke er weder Alkohol noch Kaffee. Währenddessen läuft es im Wahlkampf richtig gut für ihn und seine Chefin Kamala Harris. Umfragen sehen sie in 3 wichtigen Swing-States mittlerweile vorn. Wir wollen das Thema vertiefen. Bei mir im Studio ist Jörg Wimmer-Lasena aus der Welt-Politikredaktion. Schön, dass du da bist. Hey. Ja, also dieses Strafmandat, dieses Foto aus den 90er Jahren für Walz, inwiefern könnte das jetzt zum Problem werden? Ich vermute mal, die Trump-Kampagne, die dürfte sich mit Freuden darauf stürzen. Ja, das tut sie auf jeden Fall auch schon. Und natürlich ist Trunkenheitsfahrt ist kein Kavaliersdelikt. Da sterben mehr als 10.000 Leute jedes Jahr bei. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass die Republikaner jetzt eine große Kampagne machen wollen, irgendwie gegen Trunkenheitsfahrten. Das machen Millionen Leute. Das ist, wie du gesagt hast, 29 Jahre her. Nein, sondern man versucht irgendwas zu finden, was man Tim Walz anhängen kann. Und das ist mehr oder minder ein Zeichen der Verzweiflung. Und es ist ja auch klar, wie gesagt, Millionen Leute machen das jedes Jahr. Wie viele Leute rufen bei Innenministern an, um irgendwie Wahlergebnisse fälschen zu lassen? Da fällt mir nur einer ein, Donald Trump in Georgia. Seit knapp 3 Wochen, schauen wir mal auf den Wahlkampf, ist es ja eben klar, dass Kamala Harris die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten wird. Die Begeisterung ist groß, aber man weiß jetzt nicht wirklich viel über ihr Programm. Woran liegt das? Mit jedem Programm, das man bekannt gibt, kann man natürlich kann man auch Kontroversen erzeugen oder Wähler verschrecken. Und diese Begeisterungswelle sorgt dafür, dass viele in der Kampagne, das berichten auch die Kollegen von Politico zum Beispiel, überhaupt gar nicht die Notwendigkeit sehen, sich jetzt zu positionieren. Aber es ist schon interessant. Sie hat ja nicht wirklich kandidiert, sondern die Kandidatur mehr oder minder zugetragen bekommen und sich dann 3 Wochen lang, und seit 3 Wochen ist es klar, dass sie die Kandidatin wird, nicht bei der Presse zu melden, ist schon relativ auffällig. Aber für welche Position steht sie denn? Was ist denn schon bekannt? Wir wissen, in der Migration, das war ihre Aufgabe an der Südgrenze der USA und da war sie ja nicht wirklich erfolgreich. Und Abtreibung ist wahrscheinlich auch ein Thema. Absolut, absolut. Es gibt so ein paar Themen, wo sie schon bekannt gegeben hat, zum Beispiel, dass sie den Mindestlohn erhöhen möchte. Wie hoch der genau sein soll, wie das funktionieren soll, sagt sie nicht genau. Was sie möchte, ist einen Mutterschutz einzuführen in den USA. Den gibt es nicht. Das ist das einzige westliche Land, in dem es wirklich 0 Tage gibt für werdende Mütter. Wenn sie das durchsetzt, das wäre schon mal ein konkretes Programm. Aber ansonsten Kaffeesatzleserei. Aber ist es jetzt klug, sich bedeckt zu halten und die Welle der Begeisterung mitzunehmen? Selbst die Washington Post, die ja eher den Demokraten zugeneigt ist, Das könnte kann man so sagen, ja, die kritisiert eben, dass sie kaum Interviews gibt. Ist das nicht ein schmaler Grat, wo man eben dann auch vielleicht Leute vergrätzt? Ein sehr, sehr schmaler Grat, weil Verstecken, wenn man sich um das wichtigste Amt der Welt bewirbt, das geht nicht wirklich. Und vor allem haben wir ein Negativbeispiel, dass sowas nach hinten losgehen kann, nämlich Joe Biden. Jahrelang hat er fast keine Interviews gegeben. Man hat seine Auftritte extrem kontrolliert, weil man natürlich intern wusste, okay, der Mann hat Altersschwächeprobleme. Wir versuchen das vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Und was ist passiert? Die TV-Debatte, Millionen Leute haben gesehen, okay, der hat es nicht drauf. Wenn Kamala Harris jetzt nur vom Teleprompter abliest, das schafft wahrscheinlich jeder. Aber sich den Fragen der Presse zu stellen, zeigt ja auch, dass jemand resolut genug ist, um dieses Amt zu bekleiden. Dennoch legt sie in den Swing States, in einigen zumindest, in den Umfragen jetzt zu. Wie wichtig wird es werden? Denn eigentlich wird ja in wenigen Staaten nur die Wahl entschieden. Man rechnet ja mit einem ganz knappen Ausgang. Das ist eine Momentaufnahme und es gab schon viele Momentaufnahmen, zum Beispiel 2016, wo es auch hieß, Hillary Clinton wird da auf jeden Fall gewinnen. In den Vorwahlen, in denen Donald Trump angetreten ist gegen den Gouverneur von Florida, der war am Anfang in den Umfragen weit vorne. Das sind Momentaufnahmen, von denen ich jetzt noch nicht sagen würde, dass die sehr aussagekräftig sind. Sagt Jörg Wimmer-Lasena aus der Weltpolitikredaktion. Dankeschön. Danke dir.